Guten Morgen, Nikolaustag, Auswahlorakel. Ich habe hier so eine kleine Nussschale, da ist das Jesuskind drin und hier so einen kleinen Engel. Also ihr könnt aus diesen zwei, naja, wie nennt man das, Figürchen auswählen. Okay, ihr Lieben, wenn ich das drüber nachdenke, ne, wie wir so aufgewachsen sind, und du stellst dann da abends den Stiefel raus und morgens ist was drin. Eigentlich war das eine schöne Zeit, bis man es dann kapiert hat, was da läuft. Und die Stiefel wurden immer größer, die man rausgestellt hat. Ja, ein bisschen Nostalgie. Und später dann machst du das mit deinen eigenen Kindern, ne? Und das ist auch schön, dieses dann weiterzugeben, deren Glanz zu sehen bei den Dingen. So, dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob jemand wohl jemals ein Weihnachtsorakel kreiert hat. Vielleicht ein Lenormand in Weihnachtsform oder so. Wäre ja auch eine Marktlücke. Okay, ihr Lieben. Wir lassen es dabei. Nee, halt, ich wollte noch eine Lenormand-Karte nehmen. Eine oder zwei. Okay. Guckt mal, wie schön. Wir haben das so, dass unten am Deck wir selber liegen. Also es geht um uns, um unsere Belange, um unsere Träume, Wünsche, Sehnsüchte. Und es ist schön, dass es nicht immer nur um die anderen geht. Und jetzt kommt die Qual der Wahl. Ich würde den Engel nehmen und stelle deshalb die Nussschale mal noch zur Seite. Und wir schauen, was die Botschaft hier sagt. So, ich lege mal aus zuerst. Ja, das wird hier nichts. Ja, ich kann schon was sagen. Es geht hier um das Liebesleben. Es geht um Beziehungen. Das haben wir hier zweimal. Und es geht um unsere Kindheitsträume. Und wenn ihr euch das jetzt anguckt, ne, wir hatten hier uns und unsere Träume, Wünsche und Sehnsüchte. Und hier mag sich vielleicht irgendetwas aufzeigen, was wir uns schon immer so gewünscht haben. Möglicherweise ist es eine bestimmte Art, eine Partnerschaft zu führen oder eine bestimmte Sache mit einem Partner zu erleben. Hier geht es eben um Partnerschaft, auf jeden Fall. Und es geht darum, sich daran zu erinnern, was man eigentlich mal durchsetzen wollte. Mit dem Stern und dem Baum haben wir hier die besten Voraussetzungen, dass wir Dinge, die unser Leben betreffen, unter einen guten Stern stellen können. Da ist ein bisschen Glück, ein bisschen Magie, da hat man was gelernt, es kommt Klarheit ins Leben. Wunderbar eigentlich.
So, die Karten sagen, dass es um eine Situation geht, da hat man schon mal drum gebeten, dass die sich regeneriert, dass die Situation, in der man ist, einen auch rehabilitiert. Und um diese Situation, um die es hier geht, da erfordert es emotionale Reife und absolutes Vertrauen. Man kriegt ja auch gesagt, du hast Personen um dich herum, denen kannst du vertrauen. Und die Karte zeigt an, dass Herausforderungen und Probleme gelöst werden. Und sie weist auf humanitäre, kultivierte Menschen hin, auf die man sich 100% verlassen kann. Das kann natürlich ja auch eine Eigenschaft sein, die uns selber betrifft. Und wir haben hier wirklich, dass Beziehungen enger werden. Man verliebt sich, man baut eine bestehende Beziehung intensiv aus. Es kommt so zu tiefen, innigen, spirituellen Verbindungen, auch im Freundschaftsbereich. Hier geht es um die Werte, die auch Respekt, Verständnis, sowas alles erfordern. Und wenn etwas herausfordernd im Beziehungsleben ist, dann steht es hier unter einem guten Stern und kann hier im Vertrauen mit positiver Energie gewendet werden sogar. Wir haben den Hinweis auf einen bestimmten Geburtstag, wo du vielleicht auch Antworten kriegst oder spezielle Dinge auf dich zukommen, möglicherweise auch Träume, die du dir da erfüllen kannst oder die man dir erfüllt. Und es geht hier sehr stark darum, dass die Karten uns hier auf den Weg geben, dass man im Vertrauen bleiben soll, dass man nicht gleich davonrennen soll, dass man ein bisschen die Herausforderung annehmen muss. Hier wird sie sich in Kürze klären, die Situation, oder verbessern. Und nur weil man es noch nicht sieht, heißt es nicht, dass es nicht so ist, ne? Also im Vertrauen bleiben, auf die Menschen reagieren, die dir positive Dinge mitbringen, Negativität vermeiden, sich nicht im Drama der anderen nähren, ist hier so ein Punkt. Und wir haben den Engel der Motivation, der sagt, das Leben steckt voller Überraschungen und Veränderungen. Bitte deinen Engel, dass er dir hilft, dich immer wieder zu motivieren, auch wenn die Dinge mal stillzustehen scheinen. Hier geht es darum, dass der Engel dir Energie gibt und Tatkraft und dass man sich lebendiger fühlt und gestärkt die Dinge anpacken kann. Wunderbar, denn das, was wir hier kreieren oder auch vielleicht ein bisschen mit Durchhaltecharakter schon längere Zeit, was uns auch sehr fordert emotional, hat hier auf die Dauer auch wieder Glücksaspekte und auch Wachstum wieder, erdiges Dasein. Ne? Wunderbar, ihr Lieben. Dann gucken wir zur Nussschale. So. Ich lege hier wieder mal aus, erst zuerst. Guckt mal, wir hatten die Karte der Positivität auf beiden Seiten, nur mit anderen Karten ausgedrückt. Das finde ich auch immer so faszinierend, denn das ist so dann die Überschrift für alle. Ja, hier scheint sich etwas anzuzeigen, wo du dich ein bisschen ungut fühlst, wo es Zweifel gibt. Vielleicht auch Zweifel an dir selber oder an deinen Fähigkeiten. Aber hier geht es darum, dass du aus speziellen Gaben, die du auch nach außen gibst, die du zeigst, was Bestimmtes machen kannst. Und da solltest du dir nicht selber im Weg stehen. Denn wenn du dich klein machst oder klein zeigst, dann
wird das Ergebnis anders, als du es vermutet hast. Ne? Hier geht es speziell ein bisschen um Karriere und Beruf oder auch um Familienthemen und auch um Situationen, wo man den guten Menschenverstand einsetzen muss. Kreativität und Denkvermögen zusammengepaart, offen sein für Inspirationen auch. Und jetzt kommt eben dieser Gegenspieler, der sagt, hier hättest du die Möglichkeit, möglichst auch unabhängig irgendwas zu kreieren, aber es gibt hier irgendein Ding, wo du sagst, okay, ich bin mit mir selber nicht zufrieden, reicht es vielleicht oder bin ich gut genug? Also all diese Verstrickungen, die auch mit dem Thema zu tun haben, wie zeige ich mich, habe ich Angst vor Bewertung? Und es scheint hier so zu sein, dass man sich von den Umständen eingeschränkt fühlt, aber die Karten sagen, das ist gar nicht so, das macht nur unser Kopf. Und hier geht es auch darum, nicht zu warten, bis einen jemand rettet, sondern es geht darum, anzugehen und zu machen und sich selbst zu befreien. Das Gänseblümchen sagt dann hier auch noch, mach mal den Kopf hoch, du schaffst es. Ne? Die Gänseblümchen richten sich immer wieder auf, auch wenn jemand drauf tritt. Positivität ist hier sehr wichtig, an sich zu glauben, an seine eigenen Fähigkeiten und auch Mut zu haben, die Dinge, die vielleicht jetzt nicht so sind wie bei anderen oder so, aber dass die eben auch zu einem gehören und einen besonders machen. Es geht um das Thema Unabhängigkeit, vielleicht hier auch speziell einen Bereich, wo du dir mehr Selbstständigkeit wünschst, kann natürlich auch auf der Arbeit sein. Hier entstehen auch magische Möglichkeiten, die mit dem Arbeitsleben zu tun haben. Und die bauen darauf auf, dass du eben bist, wie du bist. Und dass du dich von Verstrickungen oder von einer Art Gefangenfühlen nicht ausbremsen lassen sollst. Hier ist die Bewegung, die Reisekarte. Und ich darf jetzt nochmal dran erinnern, wir haben hier unten am Deck tatsächlich, dass wir da reinschauen. Ne? Und hier kann sein, dass man viel unterwegs ist, dass man sich auf eine Reise begibt, sowohl mental oder auch auf dem körperlichen Weg. Möglicherweise wird hier das Ausland auch irgendwie interessant. Und es geht auch hier darum, dass man eben Negativität nicht schürt. Also dass man dieses Gefühl von, ich stecke irgendwo fest, ich komme hier niemals raus, dass man das nicht nährt. Und unten haben wir noch den Engel der Akzeptanz. Nimm die Gegenwart mit ihren Ereignissen an und erkenne den Sinn, der in allem steckt. So bleibt der Fluss des Lebens im Gleichgewicht und deine Gedanken und Taten richten sich darauf, dich in die richtige Richtung zu führen. Die Botschaft deines Engels lautet, nimm die Dinge, wie sie sind. Das ist Voraussetzung für deinen inneren Frieden. Wunderbar, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen super Nikolaustag und wir hören uns, wenn ihr Lust habt, morgen wieder. Bis dann.